Na, kennt es jemand? Herzlich willkommen bei eurem Kochschwabe und einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie man Spätzle schabt, und dazu brauchen wir natürlich auch Spätzleteig, den wir jetzt erstmal herstellen. Und grundsätzlich bestehen Spätzle bei mir jetzt zum Beispiel aus Mehl, Eier, Salz, Muskat und Mineralwasser, was das Ganze ein bisschen bissfester macht. Und bei Mehl, da habe ich jetzt auch gar keine so eine genaue Mengenangabe, die mache ich einfach daran fest, wie der Teig sich nachher entwickelt. Ich mache es daran fest, wie viele Personen mitessen, und da rechne ich einfach pro Person ein Ei und pro Ei 100 Milliliter Mineralwasser und pro Ei dann wiederum einen halben Teelöffel Salz. Das heißt, ich habe hier bei dem Rezept jetzt erstmal Mehl, ja, da könnt ihr ganz normales nehmen, 550er, wie auch immer, vielleicht auch Dinkelmehl, 630. In meinem Fall habe ich jetzt ein spezielles Spätzlemehl am Start. Dabei handelt es sich um sogenannte Weizendunst. Das ist vom Mahlgrad her so ein bisschen was zwischen Grieß, also Hartweizengrieß, und Weizenmehl. Man sagt auch griffiges Mehl dazu. Ich glaube, der Hartweizengrieß heißt dann doppelgriffig. Griffig deshalb, weil man es, wenn man es zwischen die Finger reibt, auch deutlich spürt. Und das hat einfach die tolle Eigenschaft, dass die Spätzle viel mehr Wasser aufnehmen können, also der Teig viel mehr Flüssigkeit aufnehmen kann und dadurch einfach bissfest wird. Zur Zubereitung des Teiges gebe ich jetzt erstmal die Eier samt Salz in eine Schüssel. Verrühre das erstmal ein bisschen. So, und wenn das dann geschafft ist, gebe ich auch schon mal ein bisschen Muskat hinzu. Ein bisschen von dem Mehl, ein bisschen vom Mineralwasser. Und das schlage ich jetzt einfach und durcheinander, dass es ein homogener Teig gibt. Und sobald es geschafft ist, gebe ich nochmal ein bisschen Mehl hinzu und auch nochmal Mineralwasser. Und das Ganze wiederhole ich dann so lange, bis aus der Flasche hier ungefähr die Hälfte raus ist. Die Flasche insgesamt hat nämlich 600 Milliliter, ich brauche ja nur 300 Milliliter. Und wie gesagt, das wird dann so lange wiederholt, bis eben die gewünschte Konsistenz vom Teig erreicht ist. Und das sieht man dann daran auch, dass er später ziemlich zähflüssig sein wird. Das seht ihr dann. Und blaser wird. Dann ist der Teig perfekt, um weiterverarbeitet zu werden. Und wenn die Frage trotzdem nur auf die Zunge brennt, wie viel Mehl das jetzt wirklich war, dann kann ich verraten, dass es ungefähr 100 Gramm Mehl waren pro Ei. Aber das kommt natürlich trotzdem auf die Konsistenz an, wie man sie am Schluss haben möchte. Bei dem Teig zum Beispiel, der ist jetzt hier ziemlich zähflüssig, also ziemlich zäh. Der eignet sich vielleicht dann eher, um durch eine Spätzlespresse zu drücken. In unserem Fall beim Schaben muss er ein bisschen weicher sein, aber wirklich nur ein bisschen. Weil zu flüssig ist nicht gut und zu fest ist auch nicht gut. Da braucht man einfach Gefühl und Erfahrung. Und ich hoffe, ich kann euch die dann mit dem Video einfach weitergeben. Das heißt auch wiederum, ich gebe jetzt nur ein bisschen Wasser hinzu, aber wirklich nur ein bisschen. Jetzt hätte ich fast vergessen, das Spätzlesbrett, das gebe ich jetzt schon ins Wasser, sprich in den Topf, wo das Wasser drin ist, was wir später aufkochen werden. Einfach aus dem Grund, dass das Brett, das Holz, ein bisschen Wasser aufnehmen kann, weil sonst passiert es nachher, dass es versucht einfach das Wasser aus dem Spätzlesteig aufzunehmen, und dann pappt er halt richtig fest. Den Teig, den lasse ich jetzt 20 bis 30 Minuten abgedeckt beiseite stehen und erhitze in der Zeit schon mal das Kochwasser. Und ja, ich muss zugeben, normalerweise würde ich den Teig in der Küchenmaschine zubereiten. Heute habe ich es euch aus Demonstrationszwecke halt in einer Schüssel mit viel schweißtreibender Arbeit und Muskelkraft zeigt. Aber wie gesagt, normalerweise würde ich es in der Küchenmaschine machen mit so einem sogenannten K-Haken. Das ist einfach so ein Schlaghaken für so einen zähflüssigen Teig, einfach gut geeignet. Ein bisschen anders als dieser gewinkelte Haken für Brotteige oder Pizzateig oder so. Und da muss ich echt zugeben, da bin ich einfach viel zu faul, in den Supermarkt zu laufen und die fertige Spätzle aus dem Kühlregal zu kaufen. Da bin ich echt viel zu faul dazu.
Sobald das Wasser dann kocht, gibt man ein bisschen Salz dazu, da aber bitte auch wiederum nicht so viel sparen. Ja, Thema Osmose, das heißt Ausgleich des Salzgehaltes zwischen Wasser und dem, was im Wasser gekocht werden soll. Wir haben ja Salz in unsere Spätzle und wir wollen nicht, dass das Salz aus der Spätzle rauskommt, weil das bedeutet dann auch im Gegenzug, dass die Spätzle matschig wird. Und das können wir verhindern, indem wir das Wasser gut salzet, und zwar vom Geschmack her ungefähr so wie Meerwasser. Jetzt auch das Spätzlesbrett gerade noch mal kurz ins Wasser, weil es schon wieder ein bisschen angetrocknet ist. Und gebe dann ein bisschen von diesem Spätzlesteig auf das Spätzlesbrett. Also gute, was weiß ich, 3-4 Esslöffel, sage ich jetzt mal. Und das halten wir jetzt leicht übers Wasser und lassen Kochwasser drüber. So, dass sich das auf dem Spätzlesbrett gut glatt streichen lässt. Und dann gehen wir her und ich mache es jetzt einmal langsam und nachher ein bisschen schneller. Wir gehen dann quasi her und ziehen das Metall, also den Spätzleschaber, immer leicht übers Brett und mit einer Vorwärtsbewegung rollen wir quasi die Spätzle ins Wasser. Also so. Und das Ganze kann man dann auch etwas schneller machen. Und wenn man merkt, dass das hinten am Metall immer so ein bisschen versucht anzupappen, nimmt man einfach nochmal ein bisschen Wasser und streicht das hier drüber, damit es wieder besser flutscht. Dann kann man weitermachen. Und so schabt man dann die Spätzle ins Wasser, bis das Spätzlesbrett leer ist. So, und wenn die Spätzle dann an die Oberfläche steigt, dann sind sie gar. Ja, zugegebenermaßen erfordert es natürlich schon ein bisschen Übung, bis man die Geschwindigkeit und die Gleichmäßigkeit beim Schaber raus hat. Und wer die Geduld oder die Zeit nicht aufbringen kann, der kann auch gerne auf so ein Spätzlespress zurückgreifen. Da gibt man den Teig einfach rein, presst es einmal durchs Wasser, das ist dann wie im Handumdrehen geschehen. Und wenn man dann schon mal so eine Portion hat wie die hier, dann kann man sie entweder einfrieren, das heißt man hat dann auch immer Spätzle parat und muss nichts aus dem Kühlregal holen. Das heißt man legt sie vorher nochmal auf ein Küchentuch aus, lässt sie ein bisschen antrocknen, damit sie nachher in der Gefriertruhe nicht so arg aneinander pappen. Und man könnte zum Beispiel aber auch nach dem Motto Spätzle mit Soße macht sie stark und groß leben, so wie meine Kinder, die lieben das nämlich im Übrigen. Und einfach Spätzle mit einer Bratensauce essen. Das gibt es im Schwabenland übrigens auch teilweise in Restaurants auf der Speisekarte, ja, speziell für Kinder. Und was man zum Beispiel auch noch machen könnte, wäre sowas wie Gaisburger Marsch oder Linsen mit Spätzle oder zum Beispiel Kässpätzle. Also in dem Sinne würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst, und wir sehen uns dann einfach in einem der weiteren Videos, wo genau das Verwendung findet. Ciao!